Toleranz also ist für radikale Islamisten bekanntlich ein absolutes Fremdwort. Das gilt für den sogenannten Islamischen Staat genau wie für die Taliban. Und manchmal bekämpfen die selbsternannten Gotteskrieger sogar ihre eigenen Wurzeln. Nach Pakistan zum Beispiel kam der muslimische Glaube von der arabischen Halbinsel vor etwa 1000 Jahren durch die Sufis. Eine mystische Strömung im Islam, die ihre Religiosität durch Tanz und vor allem Musik ausdrückt. Und Sie ahnen es schon, genau das bringt die heutigen Sufis in Pakistan in Gefahr. Markus Spieker. Karachi ist eine laute und quirlige Stadt. Nur in dieser Straße ist es still. Die Menschen wirken bedrückt. Sie trauern immer noch um ihn, Amjad Sabri. Sein letzter Fernsehauftritt in einer erfolgreichen Musikshow. Er singt eine Ode an Gott und an die Liebe. Bei ihm ging es immer um Einheit und Frieden, genau das, was wir gerade jetzt in der Welt brauchen. Sein Thema auch in seinem letzten Fernsehinterview. Ich sage das allen Menschen in Pakistan und in Indien und überall auf der Welt, egal welcher Religion sie angehören. Das Wichtigste im Leben, die beste Form der Anbetung besteht darin, Menschen zu helfen. Für diese Botschaft der Liebe erntete er Hass. Er wurde auf offener Straße erschossen. Die pakistanischen Taliban bekannten sich zu der Tat. Amjad Sabri habe Gott gelästert mit seiner oft unorthodoxen Interpretation des Koran. Ein halbes Jahr später. Das Haus, in dem er lebte, wird von Sicherheitskräften bewacht. Die Familie Amjad Sabris wohnt noch hier. Auch sie hat Drohungen erhalten, ist im Visier der Terroristen. Wir stehen alle noch unter Schock und verstehen nicht, wie man ihn töten konnte. Er hat doch nie irgendwem etwas Böses angetan. Er war so liebevoll. Besonders eng war sein Verhältnis zu seinem jüngeren Bruder. Ihn lernte er an, nahm ihn mit auf Tourneen. Als Sabri Brothers traten sie in vielen Ländern auf, auch in Deutschland. Überall wurden sie gefeiert. Aber einige Leute lehnen die Botschaft der Liebe ab. Sie sind es, die Pakistan terrorisieren und Menschen wie meinen Bruder bekämpfen. Dabei hat der Sufismus, eine mystische Form des Islam, in Pakistan eine lange Tradition. Die meisten Muslime hier fühlen sich dem Sufismus verbunden, egal ob sie der sunnitischen oder schiitischen Richtung angehören. Sie feiern ihren Glauben an Stätten wie dieser, singend und betend oft, bis sie in einen tranceartigen Zustand verfallen. Auch Amjad Sabri kam regelmäßig her. Er hat Pakistan, und darauf sind wir stolz, in aller Welt groß gemacht und auch den Sufi-Glauben. Von solcher Aufbruchsstimmung sind die Sufis heute weit entfernt, das zeigen die Sicherheitsvorkehrungen. In den letzten Jahren gab es über 20 Anschläge auf Sufi-Stätten. Beim letzten Attentat starben 50 Menschen. Diesmal standen nicht die Taliban, sondern der IS dahinter. Auch diese Terrorgruppe hat die Sufis zu ihren Feinden erklärt. Gesang und Tanz aus Sicht der Extremisten unislamisch. Wer unschuldige Menschen tötet, der ist doch kein Mensch. Aber man sieht es ihnen ja nicht an. Wir können die Sicherheit erhöhen, aber uns wirklich schützen vor solchen Attacken können wir uns nicht. Ein bettelnder Solosänger statt der wöchentlichen Hauptattraktion der Anbetungszeremonie Qawwali. Die fällt in letzter Zeit meistens aus Angst vor Selbstmordattentätern. Die Zeit der Angst begann für die Sufis hier, vor 6 Jahren, am wichtigsten Sufi-Heiligtum Pakistans, dem Data Durbar-Schrein. Er befindet sich in der zweitgrößten Stadt Lahore. Viele Pilger kamen ums Leben, als sich 2 Terroristen in die Luft sprengten. Warum, versteht hier immer noch niemand. Es waren doch Sufis, die den Islam nach Pakistan gebracht haben. Ohne sie würde es hier doch gar keine Muslime geben. Wie kann man dann ihre Anhänger bekämpfen? Gerade wird ein großer Feiertag begangen. Hunderttausende sind trotz Terrorwarnung zum Schrein gekommen. Sie stehen manchmal einen ganzen Tag lang draußen Schlange, denn die Sicherheitsvorkehrungen sind scharf und das Polizeiaufgebot mit 1500 Einsatzkräften so groß wie nie. 3 Tage lang können die Gläubigen ohne gewalttätigen Zwischenfall ihre Rituale leidenschaftlich praktizieren.
Auch die Freunde von Amjad Sabri sind überzeugt, der Terror wird nicht die Oberhand behalten. Ich würde sagen, sein Blut wurde nicht umsonst vergossen. Es ist für uns eine Herausforderung, um mit unserer Botschaft weiter vorwärts zu gehen. Den Blick voraus richtet auch Sabris Familie. Nun wollen sie seine Botschaft weiter in die Welt singen. Seine Söhne werden in seine Fußspuren treten. Jetzt sind sie noch zu klein. So lange wird das sein Bruder übernehmen. Es war die Mission meines Vaters, meines Bruders und nun ist es meine Mission. Ich will nach besten Kräften das, was er angefangen hat, zum Abschluss bringen. Wie zum Beweis ruft er seine Freunde zusammen und veranstaltet spontan eine Qawwali-Zeremonie. Nicht öffentlich, das geht aus Sicherheitsgründen nur mit längerem Vorlauf, aber zumindest die Leute draußen können zuhören, wie sie Sabris Lieblingslied singen und darin Gott bitten, dass er sie füllt mit dem stärksten Mittel gegen den Hass, mit Liebe.